Hi und willkommen zurück zu einem neuen Video, und zwar zu einem ganz besonderen Video. Es gibt echt nur ganz spezielle Einzelfälle, bei denen ich ein komplettes Video einem Duft widme, und heute ist so ein Einzelfall, denn der neue Duft von Parfums de Marly, Altaire, ist rausgekommen. Und kleiner Spoiler vorweg, ich finde ihn einfach nur mega. Wahrscheinlich wird mein YouTube-Algorithmus jetzt durcheinander gebracht, weil ich einfach unter der Woche und nicht sonntags ein Video live nehme. Aber egal, für euch habe ich dieses Video sofort aufgenommen, nachdem der Duft bei uns eingetroffen ist, und lade es natürlich hoch, damit ich euch sagen kann, was ich von diesem Duft halte. Kurzer Spoiler vorweg, ich habe den Duft noch nicht gerochen. Das heißt, ich rieche jetzt das erste Mal mit euch an dem Altaire. Ich habe ihn aber schon auf einen Duftstreifen aufsprühen lassen, damit ich natürlich auch sagen kann, wie der Duft sich entwickelt. Ich bin total gespannt, wie dieser Duft riecht. Ich habe so viel davon gehört im Internet. Ich wurde überflutet von Werbung von Parfums de Marly selbst. Insofern bin ich total gespannt. Es soll sich ja um einen Gourmand-Duft handeln. Und was soll ich sagen, der passt natürlich perfekt jetzt in die Jahreszeit, jetzt wo der Herbst kommt und auch der Winter. Die Farbe des Flakons passt auf jeden Fall perfekt dazu, dass es ein Gourmand sein soll, aber dazu mehr, wenn wir mal schauen, was da nachher drinnen ist. Ich würde sagen, ich spanne euch mal nicht länger auf die Folter und sprühe einfach mal und schaue, was passiert. Boah, das prickelt. Das ist schön, das ist zitrisch. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so einen zitrisch-frischen Start am Anfang haben. Wahnsinn. Also als ich gelesen habe, es wird ein Gourmand, dachte ich so, boah, der haut rein von Anfang an. Ich muss aber sagen, am Anfang ist da wirklich ein schöner, zitrischer, fast schon frischer Start, was überhaupt nicht mit meiner Vorstellung übereinkommt, was ich von dem Duft erwartet hatte. Aber wenn man sich mal anschaut, was in dem Duft mit drin ist, dann haben wir hier Bergamotte mit drin. Das ist auch dieses Zitrische, was da am Anfang natürlich rauskommt. Und wir haben auch Orangenblüte mit drin. Das heißt, wir haben natürlich schon von Anfang an auf jeden Fall einen intensiven Start. Der ist aber nicht schwer, sondern er ist eher ein bisschen leicht, zitrisch, erfrischend und eben nicht so, wie ich es erwartet hätte tatsächlich. Ich sprühe ihn auf jeden Fall auch mal auf die Haut, damit ich euch auch sagen kann nachher, wie er sich bei mir auf der Haut entwickelt. Ja, auch hier zitrisch am Anfang. Lasse ich einfach mal entwickeln. Wir riechen jetzt mal auf dem Duftstreifen, aber auch auf der Haut. Was aber auf jeden Fall im ersten Riechen auch rauskommt, ist ein wunderschöner Zimt. Das heißt, man hat schon in Kombination mit diesem Zitrischen, mit diesem Orangigen, also man riecht aus der Orangenblüte wirklich auch dieses Orangige mit raus. Das schön würziges, zimtiges, aber eben noch auf einer relativ leichten, erfrischenderen Ebene. So, ich habe jetzt ein kleines Handling-Problem. Ich lege den mal kurz hinter mich, diesen Flakon, denn wir wollen natürlich schauen, wie sich der Duft weiterentwickelt. Und das, was hier in der Luft liegt und was auch aus diesem Duftstreifen schön rauszuriechen ist, ist eben, dass sehr, sehr schnell eine schöne harzige Note mit reinkommt. Mag ich persönlich total gerne. Ist aber auch eine Note, die einfach jetzt gut so in die kältere Jahreszeit passt, denn es kommt eine richtig intensive, vollmundige Vanille dazu. Und das ist keine synthetische Vanille für mich, sondern es ist wirklich eine richtig schöne Bourbon-Vanille. Das heißt, erinnert mich eher an eine Vanilleschote als an irgendwas künstliches, vanilliges, wunderschön. Und trotzdem hat es Parfums de Marly geschafft, keinen Frauenduft draus zu machen. Es ist ein wunderschöner Unisex-Duft, eben mit dieser Kombination aus diesem harzigen, vanilligen, super zu tragen von Männern als auch von Frauen. Also der erste Eindruck, ich muss sagen, könnte ein Favorit von mir werden, womit ich nicht gerechnet hätte. Was bei mir auf der Haut auf jeden Fall wahrzunehmen ist nach diesem zitrischen Start wirklich diese schöne Vanille. Das heißt, der Duft gewinnt wirklich an Körper. Der wird vollmundiger, der bleibt nicht so zitrisch, erfrischend, wie der Start vielleicht ist, sondern wir bekommen hier schon eine ordentliche Portion Körper mit rein. Und das ist einfach richtig schön aufeinander abgestimmt. Wir bekommen hier holzig-harzige Noten mit rein. Sehr, sehr schön, sehr fein. Und der Duft gewinnt auch an Wärme. Also hier auf dem Duftstreifen, wo ja schon länger aufgesprüht ist, da ist wirklich dieses Holzige, dieses Harzige, dieses Gewürzige, also diese leicht würzige Note bleibt auf jeden Fall drin. Und ich finde, der Duft hat so ein bisschen einen Weihnachtstouch. Also wenn ich an dem rieche, muss ich schon so an Weihnachtszeit denken, vielleicht auch so ein bisschen an Lebkuchen, eben dieses Würzige, dieses Intensive, dieses leicht süß, vanillige, und der Duft wird nicht nur runder, sondern er wird eben auch wärmer durch
Ambrox, was wir mit drin haben. Runde das natürlich schön ab. Dann haben wir gleichzeitig auch noch Moschus mit drin. Gibt so eine gewisse Tiefe mit rein. So was Fluffiges, so was schön Helles trotzdem. Es ist ein Gourmand, aber für mich ist es, obwohl er so würzig ist und obwohl er eben diese wunderschöne Vanille mit drin hat, trotzdem irgendwie ein heller Duft. Also er ist mir zu keinem Zeitpunkt zu schwer, sondern er schmiegt sich richtig schön an die Haut an. Wird so ein bisschen cremiger, eben wärmer, toll zu tragen mit schönen Weihnachtsassoziationen. Das Schöne an dem Duft ist, dass du ihn nicht nur zur Weihnachtszeit tragen kannst. Auch wenn bei mir so leichte Weihnachtsassoziationen in den Kopf kommen, kannst du den ab jetzt perfekt tragen. Als hätte Parfums de Marly das gewusst. Haben sie natürlich auch. Perfektes Timing. Toller Duft, der super in den Herbst passt, super in den Winter passt. Und von dem, was ich hier wahrnehme und gerochen habe, hat der schon wirklich eine ordentliche Sillage, wie man es vielleicht von Parfums de Marly auch erwarten würde. Und Haltbarkeit wurde mir gesagt. Ich habe ihn jetzt ja nicht den ganzen Tag über getragen, dafür aber Kollegen im Büro, die sich einfach mal komplett vollgesprüht haben. Heute Morgen haben sie ihn aufgetragen bis jetzt und es ist jetzt 4 Uhr mittags. Man riecht ihn immer noch. Also die Haltbarkeit ist top, wie eben für einen Parfums de Marly Duft so gewöhnt, würde ich jetzt mal sagen. Für mich ein toller Duft, für mich ein besonderer Duft. Und wenn wir uns mal den Flakon anschauen, passt die Farbe auch einfach perfekt dazu, finde ich. Gerade zu dem, was in dem Duft mit drin ist. Ein toller Vanilleduft, gesprenkelt mit harzigen Noten, gesprenkelt mit eben holzigen Noten, mit einer wunderschönen, süßen, vollmundigen Vanille, ohne dass sie zu süß wird, dass er nicht mehr für Männer auch tragbar wäre, sondern er ist so gut ausbalanciert, er ist so gut komponiert und hat für mich absolutes Lieblingsduftpotenzial. Also wenn du Gourmand-Düfte magst und vielleicht noch auf der Suche bist nach einem neuen Duft für den Herbst oder Winter, kann ich dir den Altair wirklich ans Herz legen. Ich kann verstehen, warum es so einen Hype um diesen Duft gab. Ich finde ihn richtig schön aufeinander abgestimmt, weil er eben zwar ein Gourmand ist und auch eben so ein bisschen an das Weihnachtliche erinnert. Er ist für mich kein typischer Gourmand, denn kein Gourmand-Duft, den ich bisher kenne, öffnet so zitrisch mit Orange, Bergamotte und entwickelt sich dann so schön würzig, holzig, harzig mit so einer Bourbon-Vanille, die da so schön raussticht. Also wirklich ein absoluter Wohlfühlduft für mich, der schon in gewisser Art und Weise auch Sexappeal hat. Also der hat schon auch was Anziehendes, was Erotisches. Mit dem fällst du auf, den kannst du perfekt zum Ausgehen tragen, perfekt in der Freizeit. Fürs Büro, der ist schon intensiv. Weiß ich jetzt gerade nicht, ob ich ihn dort tragen würde, aber sonst überall hin. Also würde ich gar keine Einschränkung sehen. Aber das Beste kommt jetzt zum Schluss, denn ich darf euch eine 8 Milliliter Probe von Parfori von dem wunderschönen Duft Altair verlosen. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist, schreibt mir gerne unter das Video in die Kommentare, warum du den Duft gewinnen möchtest. Denn mir ist es wichtig, dass ihr auch die Möglichkeit habt, den Duft zu testen. Das könnt ihr natürlich wie gewohnt auf parfori.com. Da könnt ihr euch ganz easy eure 8 Milliliter Probe bestellen und einfach mal schauen, ob der Duft euch genauso gut gefällt wie mir. Ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Glück bei dem Gewinnspiel. Teilnahmebedingungen findet ihr natürlich in der Description und der Duft ist ab jetzt auf parfori.com natürlich auch gewöhnlich erhältlich. Link findest du unten in der Description. Habt ihr den Duft gleich da rein verlinkt und ich freue mich richtig von euch zu hören, wie euch der Duft gefällt und ob ihr genauso ein kleiner Fan seid wie ich. Ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist und damit du das nicht verpasst, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke und ich sage bis bald. Ciao!